Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse und bin jetzt hier am Revell-Stand. Brick-System, das haben sie letztes Jahr eingeführt und letztes Jahr das erste Mal gezeigt. Das ist jetzt hier keine Neuheit, das ist die U96, das Boot. 1,20 Meter ist dieses Modell lang und hat 6.489 Teile, kostet ca. 250 € und ist aus Klemmbausteinen, die kompatibel sind zu den großen. Und es hat hier auch einen Innenraum, der eingerichtet ist. Das Ganze hat die Filmlizenz von dem Film Das Boot, hat Revell hier erworben. Deshalb darf das hier auch komplett entsprechend nachgebaut werden. Und man kann natürlich hier verkleiden, dass es dann eben auch geschlossen aussieht. Also jetzt in aller Ruhe kann ich das heuer mal hier zeigen. Letztes Jahr war es sehr stark umringt. Und das ist jetzt hier bereits am Markt seit dem Sommer irgendwann. Aber jetzt zu den Neuheiten bei den Klemmbausteinen bei Revell. Die haben 4 Neuheiten. Die haben also hier einen Senkrechtstarter. Das ist die Bell Boeing V22 Osprey, die hier diese Rotoren dann nach oben stellen kann oder nach unten und die dann hier auch eine bewegliche Ladeklappe hat. Und das ganze Modell hat ungefähr 85 cm Spannweite und ist auch relativ lang. 68 cm, glaube ich, ist es lang. Und diese Base, auf die das hier gestellt wird, ist zweiteilig konstruiert. Man kann also einerseits hier schräg stellen für so eine Startposition, um es in Szene zu setzen. Dann kann man diese ganze Konstruktion hier abnehmen und kann das Fahrzeug oder kann diesen Senkrechtstarter dann direkt auf die Landebahn stellen. Dieses Modell wird auch komplett bedruckt. Jetzt beim Prototypen sind jetzt hier noch ein paar Aufkleber drauf, aber Serienmodell werden alle Teile gedruckt. Bei Revell ist das komplett so. Die legen großen Wert darauf, dass sie das auch so machen. Manche andere Hersteller wollen das ja nicht machen, kann man nichts ändern. Dann kommen wir hier zu einem etwas älteren Flugzeug, die Spitfire Mk2, die in einem Iron Maiden Konzert im Sommer eine große Rolle spielen wird. Und die wird dann hier auch mit der Figur, die im Konzert eine Rolle spielt, mit Eddie ausgestattet, der im Cockpit sitzt. Und man sieht jetzt hier an diesem Modell, dass hier die Scheiben noch nicht ganz durchsichtig sind. Das sind eben auch noch 3D-Druckteile. Hier sieht man auch noch deutlich momentan noch Aufkleber, aber alles wird auch hier beim Serienmodell bedruckt werden. Und dieses ganze Modell hat eine Spannweite von 61 cm. Und auch hier ist diese Base so konstruiert, dass ich ihn starten lassen kann oder ganz normal auf die Base draufsetzen kann. Dieses Modell hat eine Teilezahl von, ich glaube, muss man schauen, 2802 Teile. Und in ähnlicher Teilezahl 2687 Teile soll im Sommer ein Filmklassiker kommen aus dem Top Gun-Film Maverick. Dieses Modell, das ist die F-14A Tomcat, die hier gebaut wird, bei der man dann auch die Flügel ausfahren kann auf bis zu 61 cm. Und auch hier diese Base, so dass ich das entsprechend in der Startposition oder normal statisch zeigen kann. Ich zeige jetzt hier auch noch mal ein bisschen ins Modell rein. Die Markteinführung ist hier im Juli geplant und dieses Modell hat den Maßstab 1:18. Und schließlich kommt Ende des Jahres, irgendwann im 4. Quartal, noch ein Segelschiff auf den Markt, die Catisac. Die soll eine gigantische Länge von 1,37 Meter haben, wird 5.130 Teile haben und eine stolze Höhe von 89,4 cm. Und dieses Schiff ist ein bisschen älter, hat ein historisches Vorbild, das 1870 in Dienst gesetzt wurde. Das sind jetzt hier 4 neue Modelle im Bereich Brick-System, die jetzt hier Revell bringt, für Erwachsene positioniert. Und es ist ein schöner Überblick
dass man hier jetzt auch bei Revell das Thema Klemmbausteine nach dem Erfolg vom Boot vom letzten Jahr tatsächlich verstärkt angreift. Und ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Hier mein kleiner Überblick von der Spielwarenmesse. Ich wünsche dann allen noch viel Spaß und wer Lust hat, kann meinen Kanal gerne abonnieren. Servus, bis zum nächsten Mal, euer Peter Pernsteiner.